Ein selbst ausgebauter Camper. Davon haben Franzi und Carsten lange geträumt. Wir haben uns halt von der Stange Autos angeguckt und von der Qualität fanden wir die nicht so super. Ja, und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen die günstige Variante. Jetzt geht es damit zum ersten Mal auf Tour. Über 2000 Kilometer durch die Schweiz und Italien. Ob wir in La Spezia oder Massa oder Cinque Terre oder wo auch immer wir landen, das würden wir, glaube ich, spontan entscheiden. Deswegen campen wir auch. Mit allen Überraschungen, besonders auf manchen Campingplätzen. Man muss mit Unisex-Toiletten und Badezimmern klarkommen und mit einer Dusche. Hier ist so ein ganz klassischer Skispringer. Nee, das kann ich nicht. Das ist eine Katastrophe. Franzi und Carsten sind seit 2 Jahren ein Paar. Ihr gemeinsames Traumziel, Cinque Terre, die 5 schönsten Küstendörfer an der italienischen Riviera. Und das zu Fuß. Ist das Vernazza? Das ist Vernazza. Sicher? Ganz sicher. 2 Kurven noch, dann sehen wir es komplett. Es gibt einige Herausforderungen. Die Serpentinen Italiens. Wir hoffen, dass wir heile hier runterkommen. Eine wackelige Fahrt in die riesigen Marmorsteinbrüche von Carrara. Ich fühle mich auch wie auf der Baustelle. Können wir gleich Stein hauen. Und ein Rendezvous mit einem italienischen Pesto-Meister. The secret is that Strong Arms. yes, strong arms. Das Ziel der Campertour: einmal Pisa sehen. Für den berühmten Schnappschuss am schiefen Turm. Hände hoch, weiter nach hinten, stopp. Man redet immer über den schiefen Turm von Pisa und es ist einfach auch eine Sehenswürdigkeit, die ich schon immer mal sehen wollte. Der Stadtrand von Krefeld. Hier leben Franzi und Carsten. Sie ist 28 und Assistentin der Geschäftsführung in einem Bauunternehmen. Er ist Fuhrparkmanager. Ihr Erspartes investieren sie in Reisen. Vor 3 Monaten kauft sich das Paar diesen gebrauchten Transporter. Bevor es auf große Reise geht, wird er ausgebaut. Und wir rausziehen. Ja, jetzt hast du ihn verloren. Ja. Dann hole ich mal einen neuen Bohrer. Aber es ist fest. Ja, schön. Das ist jetzt natürlich auch fest, grundsätzlich, weil der Bohrer in dem Holzloch drin steht. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Ist doch super. Ist super verkeilt, also braucht man eigentlich gar nichts mehr machen. Das ist doch eine super Lösung. Also ich habe jetzt gerade quasi unsere Sitzgruppe hier reingestellt. Ja, rechts und links Sessel, in der Mitte kommt ein Tisch hin. Also wir haben ja hier, wie man es gut erkennen kann, haben wir hier nochmal die Zentimeterangabe drauf geschrieben. Also das ist wirklich alles hier Eigenbau, also da gab es keinen festen Bausatz quasi. Das haben wir alles in Eigenregie gebaut. Essecke, Schlafzimmer und Bett auf knapp 8 Quadratmetern. Wir haben uns halt von der Stange Autos angeguckt und von der Qualität fanden wir die nicht so super. Und wenn halt Busse da waren, wo wir gesagt haben, die sind schön, und dann bist du in einem Preissegment, was sich junge Menschen nicht mehr leisten wollen, können oder sollten. Ja, und deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen die günstige Variante. Also der Aufbau hier links, also mit der Küche, das war schon, also so wie wir es jetzt hier das Grundgerüst stehen haben und so war es eigentlich von Anfang an gedacht. Alles andere war eigentlich, Bett musste 1,40 Meter sein. Wir haben gesagt, schmaler funktioniert nicht. Ne? Und das war einfach so, wir brauchen hier einen Tisch, wir brauchen Stühle, aber wie breit, wie lang die sind oder am Ende werden sollen, haben wir uns offen gelassen, weil so ein bisschen Spielraum muss man einfach haben, wenn man einen Camper ausbaut. 12.000 € hat der Gebrauchtwagen gekostet. Für den Ausbau rechnen sie mit nochmal so viel. Worauf sie stolz sind, die neue Lackierung. Vorher war der Transporter ein Möbelwagen mit Werbung. Innen soll es freundlich skandinavisch werden. Wir beide haben ja so einen boho-rustikalen Wohnungsstil und also viel in Schwarz, Holz, also allgemein viel mit Naturholz, ne, das mögen wir besonders gern. Und ja, auch doch den Beige, also so wie unser Camper auch letztendlich lackiert wurde. Das ist halt ja, meine Lieblingsfarbe und die findet sich in meiner Wohnung oder in unserer Wohnung halt ziemlich oft wieder. 1200 Kilometer trennen das Paar noch von ihrem Reiseziel. Italien grundsätzlich hatten wir immer vor, weil Toskana und Ligurien von den Landschaften wundervoll aussehen und das wollten wir einfach mal sehen.
Seit 3 Monaten nutzt das Paar jede freie Minute für den Ausbau. Eines ist besonders wichtig, der Van darf nicht schwerer als 3,5 Tonnen werden, sonst braucht man einen LKW-Führerschein. Gerade beim Ausbau kommt es immer so auf die, ja, man muss immer auf das Gewicht achten. Es muss leicht sein, aber trotzdem stabil. Und das war genau das. Ich weiß gar nicht, welches Holz ist das genau? Das ist eine Multiplex, Birke, genau. Eukalyptus. Ja. Und ich glaube 9 mm, ne? 9 mm. Ja. Also ich glaube, die ersten 2, 3 Nächte sind immer ganz komisch, weil du auch beim Fahren, beim Aufstellen guckst du immer, bewegt sich irgendwas, geht irgendwas kaputt, bleibt alles ganz. Und das ist halt schon ein bisschen aufregend, immer zu sehen, funktioniert das, was du dir ausgedacht hast. Ob das funktioniert? Das wird die Campertour zeigen. Franzi und Carsten wollen fast 2500 Kilometer auf ihrer Reise zurücklegen. Von Krefeld bis nach Pisa. Die Fahrt geht über die Schweiz zum Vierwaldstätter See und Luzern. Dann nach Genua, eine Stadt, die im Schatten von Mailand steht. Das Paar will die Hafenstadt entdecken. Weiter nach Carrara, in die Marmorsteinbrüche, wo das weiße Gold Italiens abgebaut wird. Und von hier mit dem Camper und zu Fuß zu den 5 ligurischen Küstendörfern. Sie gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zum Abschluss der Campertour soll sich für Franzi ihr Traum erfüllen. Unser Ziel wird ja Pisa sein, um den schiefen Turm von Pisa mal zu sehen. Und man sieht das immer nur überall und man sieht die Bilder. Und ja, da freue ich mich am meisten dann drauf. Aber ob wir in La Spezia oder Massa oder Cinque Terre oder wo auch immer wir landen, das würden wir, glaube ich, spontan entscheiden. Deswegen campen wir auch. Und es gibt noch einen Grund. Seit ihrer Kindheit leidet Franzi unter einer Hauterkrankung. Aber Berg- und Meerluft helfen ihr. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich von klein auf schlimme Neurodermitis habe, am ganzen Körper und unfassbar viele Therapien dafür gemacht habe. Was ich für mich festgestellt habe, auch schon vor einigen Jahren, am Meer und in den Bergen, dass es mir da gesundheitlich immer am besten geht. Ligurien, wo wir hinfahren, das sind ja Berge, also die gute Luft, plus das Meer an den kürzesten Abständen und das ist ja genau das Gute daran. Der Ausbau ist inzwischen fast fertig. Ein Querbett, Tisch, Sitzplätze, Küchenplatte, alles drin. Die Bezüge hat Franzi selbst genäht. Die Deko und das Geschirr sind farblich aufeinander abgestimmt. Die Dusche hat einen Vintage-Look. Was noch fehlt, ist der Unterbau der Küche. Mit keiner anderen wahrscheinlich hätte ich sowas oder hätten wir sowas überhaupt bewerkstelligen können. Da bin ich echt froh, dass halt Franzi Franzi ist. Ja. Der erste Teil der Route führt die Camper von Krefeld über Freiburg und Basel nach Luzern. 650 Kilometer, 8 Stunden Fahrt. Und dann sind sie da, in der Schweiz. Das Land der hohen Berge und klaren Seen. Berühmt für seine Skigebiete und Wanderwege. Einer der schönsten Seen Europas, der Vierwaldstätter See, gelegen inmitten der Schweizer Voralpen und dennoch mit mediterranem Klima. Das Paar hat auf einem Bergbauernhof einen Stellplatz reserviert. Passt. Schön. Und wir haben echt eine schöne Aussicht, Toll. haben wir gerade gesehen. Und Glück mit dem Wetter. Das ist richtig toll, auch die Tiere im Hintergrund. Seit 20 Jahren schon können Camper hier Urlaub machen. Das Bauernhaus ist 200 Jahre alt und liegt auf 650 Metern. Der Hof hat ein Biosiegel. 30 Franken zahlt das Paar für den Stellplatz. Knapp 31 €. Strom und Tiere inklusive. Wie war denn die erste Fahrt im selbst ausgebauten Camper? Passt alles? Also ohne Probleme. 1, 2 Schräubchen haben sich mal ein bisschen gelöst. Aber alles nichts Schlimmes, was man sofort auf dem Rasthof wieder Hat alles befestigt gehalten, die Hängeschränke sind oben geblieben. Der Platz liegt am Westufer des Vierwaldstätter Sees. Seinen Namen hat der See von den 4 angrenzenden Kantonen. Er liegt auf 433 Metern. Eine Woche haben die beiden Zeit mit ihrem Camper. Sie wollen so viel wie möglich sehen. Ein kurzer Abstecher nach Luzern steht als erstes auf dem Programm. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Kapellbrücke.
diese Aussicht hier gerade auf dieser Brücke ist einfach so wunderschön. Ja, eine wunderschöne Stadt, aber ein bisschen voll. Aber eigentlich haben wir Glück, glaube ich, dass es regnet, weil sonst wäre es, glaube ich, noch voller. Guck mal, das sind auch wieder diese ganzen Wandbemalungen, das finde ich richtig schön. Ohne ihren Camper wären Franzi und Carsten wahrscheinlich an Luzern vorbeigefahren. Das ist ja gerade das Schöne am Campen, ne? Dass wir halt so genau die Momente einfach leben, die wir wollen. Und also spontan sein, flexibel sein, da stehen bleiben, wo man halt gerade irgendwie Lust drauf hat. Und so ein eigener Wohnvan hat noch einen Vorteil. In irgendwelchen fremden Hotelzimmern zu schlafen, wo schon 500 Millionen Menschen drin geschlafen haben, ist doch nicht so schön wie sein eigenes Bett. Sein eigenes Bettzeug, was nach einem riecht oder irgendwie seine eigene Deko mit dabei zu haben oder einfach sein Zuhause auf 4 Rädern. Also ich glaube, anders oder besser kann man es nicht beschreiben. Ne? Es ist Aber halt schon sich, schön. also wenn man Besonders die erste Reise, da freut man sich generell. Um 8 Uhr morgens am nächsten Tag. Guten Morgen. Wie war die erste Nacht im selbst ausgebauten Van? Sehr gut geschlafen. Sehr lange sogar. Ich glaube, wir haben 10 Stunden mindestens. Diese Bergluft, ne, dieses Klare und diese richtig schöne, ist einfach eine richtig schöne Luft. Ich kann es gar nicht beschreiben. Richtig schön. Und dieser Ausblick vor allem. Ne? Ja, man macht die Türe auf und ist halt quasi direkt in den Bergen. Langer Schlaf und gute Luft machen hungrig. So, herzlich willkommen in unserer improvisierten Küche. Es funktioniert, ja, genau. Erstmal. Es funktioniert irgendwie. Wie man sieht, ist es ein bisschen noch ein kleines Chaos. Was mich so stört, ist halt, dass es offen ist und ich dann halt immer so reinkomme. Aber ist jetzt nicht dramatisch, vor allem weiß ich, dass wenn wir wieder da sind, ne, dass wir dann schon alles wieder... Es fühlt sich halt leicht wie ein Umzug an. Ja. So wie wenn man umzieht und alles liegt irgendwie rum. Ja. Auf eine Sache im Van ist Carsten besonders stolz. Den Kühlschrank. Den hat er gebraucht für 500 € im Internet gefunden. Witziges Gadget bei dem Kühlschrank. Den kann man von beiden Seiten öffnen. Und normalerweise sitzen wir halt draußen und wollen dann halt auch an den Kühlschrank kochen draußen. Und dann ist es halt angenehmer, von der Tür aus an den Kühlschrank zu kommen. Jetzt aber kein Feierabendbier. Der Berg ruft. Franzi und Carsten wollen hoch hinaus. Auf den Hausberg Luzerns, den Pilatus. Die Schweizerin Karin kennt sich aus. Wie ist die Temperatur oben auf dem Pilatus? Minus 5 Grad. Minus 5, oh Gott. Bei Nebel und fast 0 Sicht heute. Oh nein. Ja, das ist aber ärgerlich. Trotzdem ein Traum von uns, den Pilatus mal zu sehen. Ja, dann gehen Sie Auch jetzt bei schauen. Nebel. Weil wir sagen immer, auf dem Pilatus werden die Wolken für die ganze Schweiz gemacht. Aber das Wetter soll besser werden. Das über 2000 Meter hohe Pilatusmassiv liegt nur wenige Kilometer von Luzern entfernt. Von dort kann man bei gutem Wetter einen Rundblick auf 73 Gipfel genießen. Franzi und Carsten nehmen die Panoramagondel. Klingt vielversprechend. Hin und zurück kostet die Fahrt 78 Franken, knapp 80 € pro Person. Schweizer Preise eben. Diese kleinen Dinger, das kennt man ja nur von früher, zumindest nicht aus der Kindheit. Die wackeln halt viel mehr. Das ist halt schon was anderes. Je kleiner, so witziger wird's. Gute Laune und Zeit zu zweit. Da sie beide viel arbeiten, ist die in ihrem Alltag rar. Franzi und Carsten denken gerne an den Beginn ihrer Beziehung. Die Krefelder haben sich über ein Online-Portal gefunden und direkt verabredet. An den Tag erinnere ich mich noch, weil Carsten hatte so ein paar Dosen Bier, hatte er hinten bei sich drin stehen. Und dann sind wir halt an dem Auto vorbeigegangen und dann sagte er so,
was soll man Bier trinken? Da haben wir so ganz selbstverständlich dieses Dosenbier raus, macht das so offen und klatscht mir so in die Hand. Ich so, okay. Ich fand es total super und da war schon so der Moment, wo ich gedacht habe, so, passt, finde ich gut. Wenn man sich sieht und dann denkt man so, okay, das passt, weil es halt nicht immer so gezwungen ist. 3 Monate später ziehen die beiden zusammen. Seit 2 Jahren sind sie ein Paar. Und wie geht's weiter? Uns ist es klar, dass wir irgendwann heiraten und dass wir auch Kinder bekommen. Aber es ist halt noch gar nicht abzusehen. Sie sind überzeugt, gute Eltern zu werden. Ja, auf jeden Fall liebevoll. Ein bisschen zu ordentlich, aber das Potenzial ist da. Was willst du denn Nee, hören? nicht vom Carsten. Nee, also es ist schon okay. Also ich kenne ihn ja. Ist halt, wie gesagt, nicht der emotionalste. Ja, was soll ich denn sagen? Nein, und auch so spontan darauf zu antworten, ist ja völlig okay. Das ist Nee, also ich glaube, dass ich eine gute Mutter bin. Oder werde. werden könntest. Es gibt noch Gesprächsbedarf. Aber erstmal müssen sie umsteigen. Von der kleinen Gondel in eine große. Rauf auf den Gipfel. Der hängt voller Wolken. Haben die beiden Pech? Kein Panorama? Dann, ganz plötzlich, der Blick ins Tal. Wie krass, wie schnell das zuzieht, ne? Ja. Ein kurzes Vergnügen. Aber 600 Höhenmeter tiefer werden die beiden Camper belohnt. Boah. Guck dir das mal an. Echt schön hier. Das ist so mit einer der schönsten Ausblicke. Apropos Ausblick. Die Sache mit der Familienplanung beschäftigt die beiden immer noch. Ich lieb schon mal, ne? Fürs Kind, dann muss man das ja auch die ersten Jahre machen. Immerhin habe ich ja Potenzial, eine gute Mutter zu sein. So. Es ist früh am Morgen. Heute wollen Franzi und Carsten bis nach Ligurien kommen. Auch dort haben sie einen Stellplatz auf einem Bauernhof reserviert. Sie lieben die ruhige und natürliche Art des Campens. Es ist schon echt schön. Es ist halt viel Natur, viele Tiere da. Ja. Also es ist so unglaublich, wenn man morgens wach wird und dann dieses Vogelgezwitscher, die Kühe hört man im Hintergrund. Was Besonderes auf jeden Fall. Aber wir würden auf jeden Fall noch mal wiederkommen. Ja. Aber erstmal geht's jetzt weiter. Wie läuft's denn so mit dem selbst ausgebauten Camper? Sitzt alles? Beim Fahren ist das Brett hier, das Ablagebrett, hat sich losgerappelt. Und dadurch versuche ich das jetzt gleich mal ein bisschen zu fixen, weil das macht sehr unangenehme Geräusche dauerhaft. Wir wollen ja nicht, dass das irgendwann uns alles entgegenkommt, besonders weil die Handys auch da dran sind. Deswegen versuche ich das jetzt gleich mal ein bisschen mit einer doppelt so langen Schraube zu fixieren, damit es wenigstens fest ist für die Reise. Ja, und das hält doch schon wieder. Man muss nur wissen, wie. Ab in den Süden. Von Luzern an Mailand vorbei nach Genua. 380 Kilometer sind es bis zum Meer. Die beiden planen nicht nur eine Stadtbesichtigung, sondern auch einen Pesto-Workshop. Aber erstmal den Campingplatz finden, irgendwo abgelegen auf einem Bauernhof. Keine leichte Tour für Carsten. Für 8 Meter lange Vans sind die kurvigen Straßen nicht gebaut. Sicher, dass wir richtig sind? Da stand es auf jeden Fall dran. Mal gucken. Schauen wir mal. Der Hof ist auch ein Hotel. Die Atmosphäre unkompliziert. Die Tiere laufen frei rum. Und ausgefallene Mitbringsel gibt's auch. An der Rezeption arbeitet Sandra. Und die weiß, ihr Platz ist nicht leicht zu erreichen. Hallo. Wo kommt ihr gerade her? Genau. Schön. Okay. Ja. Wie war die Anfahrt jetzt hier hoch? Anstrengend. Also unser Wohnmobil ist knapp 8 Meter lang. Also es ist schon spannend. Hattet ihr Gegenverkehr? Ja, 3-mal. Ja, schön. Führung durchs Haus. Die Deutsche hat diesen Platz auch als Camperin entdeckt und ist zum Arbeiten dann hierher gezogen. Seid ihr eher ein Hotel oder eher ein Campingplatz?
eher ein Hotel und Restaurant. Ja, Camping. Stellplatz ist es ja nur, läuft halt so nebenbei. Ach so, ja. Hier ist dann die Dusche. Eine Dusche? Ja, wir haben nur eine Dusche. Ach so, so ein ganz klassisches Hotelbadezimmer halt, ne? Von früher. Gut. Wenn 20 Camper hier sind, könnte es eng werden. 20 € kostet der Platz mit Strom. Und 28 € kostet jetzt die Flasche Wein, die Ihnen Campingplatzbesitzerin Gaia empfiehlt. Etwas Besonderes. So we have just actually 2 options for white wine. Nice. One is Timorasso and one is Gavi. And I suggest this one because it's a bit different. It's a bit also very. It's very fresh. Then we take the Timorasso. Yeah. Okay. I bring the bottle. Yes. Yes. Okay. Please. Einen weißen Timorasso. Eine alte Rebsorte, die früher oft in Norditalien angebaut wurde. Für Zeit zu zweit. Das ist ja genau das Schöne, finde ich, an so Reisen, dass man halt sich mal intensiver mit dem Partner wieder beschäftigt und zusammensetzt. Das ist halt so eine Abwechslung vom Alltag. Du bist halt von morgens bis abends bei deinem Partner. Den du am meisten liebst und eigentlich auch immer da sein möchtest. Heute wird es kulinarisch. Franzi und Carsten sind früh nach Genua gefahren. Was für Bologna die Spaghetti Bolognese sind, ist für Genua das Pesto Genovese. Sie haben bei einem Italiener einen Pesto-Kurs gebucht. Solche Kurse kosten um die 150 €. Der typische Italiener ist halt sehr emotionsvoll, aber auch super lieb. So, das diese freundlichsten und nettesten Menschen, die ich fast kennengelernt habe. Für ein perfektes Pesto braucht's Basilikum, Knoblauch, Pecorino und Parmesan, Pinienkerne, Olivenöl und Salz. Hi. 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 Nice to meet you. I'm Carsten. Paolo. Yes. Hi. We would like to do a workshop today with you. Perfect. Paolo war früher Marketingmanager. Dann begann er nach alten Rezepten zu suchen, um das Pesto seiner Heimat herzustellen. Pesto haben wir noch nie gemacht. Und Genau. Pesto kennt man nur aus der Dose, wenn man halt schnell mal gehen eben. muss, macht man mal eben eine Pesto-Dose auf und dann macht man sich ein paar Nudeln in den Topf und dann ist gut irgendwie. Es gibt ein Geheimnis für Paolos Pesto. Das verrät er später. Die beiden sind im Wettbewerbsmodus. Wer macht es besser? Ich mache, glaube ich, mal ein bisschen weniger rein wie Franzi. Nur so, einfach nur mal gucken. 360 Basilikumarten gibt es. Die aus Genua haben eher kleine Blätter und schmecken milder. Ich glaube, die Stiele müssen da gar nicht mit rein, oder? Nee, ich habe auch nur die Blätter genommen. Der nächste Schritt, Olivenöl. Ein möglichst mildes. It's sweeter, not very strong. Not very strong. Okay. Carsten ist von sich überzeugt. Ich glaube, am Ende wird meins besser schmecken, dadurch, dass Franzi immer zu viel von allem reintut. Meine ich. Aber das heißt nicht, dass es nicht schmeckt, sondern dass meins einfach besser schmeckt. Du musst einfach mehr reiben, ein bisschen mehr Druck. Ja, ich habe nicht so viel Kraft in den Armen wie du. Das ist ja auch, Kannst du mir mal helfen? ja, natürlich, ich unterstütze dich. Go, Franzi. Aber es ist wirklich anstrengend. Und ich finde das so unglaublich, wie viel Basilikum da reinkommt und wie wenig das nachher ausschaut. Also das ist unglaublich. Und dann verrät Paolo das Geheimnis eines wirklich guten Pestos. The secret is that strong arms, a good basilic, and the importance is that you use the salt before the basilic, because the oxidation of the basilic. Das Salz also vor dem Basilikum in den Mörser. Und? Welches Pesto schmeckt jetzt besser? Interessant. Wahrscheinlich käselastiger. Sehr als käselastig. Probier bei mir. oder? Ticken besser als meins. Und Paolos Pesto?
Yours is perfect. Du willst die Beste. Dann kommt deins oder This is pecorino. So schön authentisch von einem richtigen Italiener einfach mal erklärt zu bekommen, wie man wirklich Pesto macht. Richtig italienische Pesto. Genau, und wahrscheinlich werden wir es zu Hause mal versuchen, es genauso hinzukriegen wie bei ihm. Und noch mehr italienisches Flair will Franzi mit nach Hause nehmen. Von den norditalienischen Städten ist Genua längst nicht so bekannt wie zum Beispiel Mailand. Gerade deswegen wollen die beiden durch die Hafenstadt bummeln. Franzi sucht authentische Mitbringsel auf einem typischen Markt. Guck mal, das Schweinchen ist wirklich glücklich. Das lächelt sich sogar noch an. Irgendetwas gibt es immer, was Franzi dringend brauchen kann. Wäre das nicht was, dass wir so eine Picknickdecke da vorne kaufen? Für den Strand ist sie super, aber wir haben eine Decke für den Strand. Deswegen müssen wir nicht unbedingt noch mehr Decken kaufen und noch mehr Decken kaufen. Die Worte gehen in ein Ohr rein und zum anderen raus. Grundsätzlich ist Franzi so ein Mensch, wenn es was zum Einkaufen gibt, dann kauft die auch. Natürlich muss es auch einigermaßen anständig aussehen oder irgendwie reinpassen, aber das heißt dann nicht, dass wenn wir mal zwei Sachen haben, dass nicht noch eine dritte Sache gekauft werden kann. So einfach ist es nicht. Es gibt natürlich Unterschiede. Ich liebe diese Mandala-Muster. Ich finde, das irgendwie hat irgendwas Orientalisches, finde ich. Ich finde das irgendwie total toll. Franzi hat auch gleich eine Idee, wo die Decke zum Einsatz kommen soll. Am Abend wollen die zwei an den Strand von Boccadasse. Der ist mit seinen bunten Häuschen eine beliebte Sehenswürdigkeit. Das erste Mal wirklich Meer mit Strand. Schön, oder? Ein Picknick im Sonnenuntergang. Das sieht doch ganz gut aus. Auf jeden Fall viel, viel, viel besser wie die andere. Der richtige Moment für eine Liebesbekundung. Prost. Auf einen schönen Tag. Auf einen schönen Tag. Nicht? Kommst du näher zu mir? Ja. Wir können die Stadt jedem nur weiterempfehlen. Also es ist wirklich sehr süß. Diese ganzen Gassen sind super schön. Das Meer ist unglaublich toll. Und es ist für uns definitiv ein Highlight, dass wir am Meer sein dürfen. Wir sind dankbar dafür. Also am Meer geht es mir immer gut. Grundsätzlich. Egal zu welcher Jahreszeit. Vergesst die Augen nicht zuzumachen. Und morgen machen sie wieder auf. Und das wird sich lohnen. Abreise aus Genua. Die engen Straßen müssen Franzi und Carsten jetzt wieder bergab. Wartet heute ein kleines Abenteuer auf die beiden? Von Genua geht es knapp 100 Kilometer zum nächsten Highlight ihrer Reise, dem berühmten Marmortal Carrara. Eine kurvige und steile Strecke mit dem Camper und eine besondere Entdeckungsreise für Franzi und Carsten. Ein Blick in eine ganz andere Welt. Visit this marble valley that called Fantis Creek. Fantis Creek, it isn't a quarry, but is in a marble valley where are 30 working quarries. Franzi und Carsten verstehen nicht so ganz genau, was der Tourguide ihnen erzählt. Aber klar ist, hier sind sie im italienischen Zentrum des Marmorabbaus gelandet, in Carrara. Und darauf ist der Italiener sichtlich stolz. And on the right, behind there is Colonnata Marble Valley. In Carrara there are 3 important marble valleys. We are in the middle. 3 große Marmortäler gibt es, erzählt der Guide. Und das Paar ist mittendrin. Eine Reise in eine schroffe Landschaft. Beide haben bislang keine Ahnung, wie Marmor abgebaut wird. Aber der Guide hat schon viele deutsche Touristen aufgeklärt. Where are you from? From Germany. Oh, wow. We have a lot of tourists from Germany. Okay. Ist es gut oder not gut? Yeah, yeah. Sieht gut aus mit dem, ey. Ja, danke. Ich fühle mich auch wie auf der Baustelle. Können wir gleich Stein hauen. Dann können wir jetzt mal. Opa. Vorsicht.
15 € pro Person kostet die Tour im Jeep durch das weiße Gold Italiens. 50 unterschiedliche Marmorsorten werden hier abgebaut. Beeindruckend, was sie hier schaffen, um halt uns schöne Küchen zu ermöglichen. Küchenfliesen, also das kennt man ja so, diese typischen Marmor-Küchenplatten oder so, die zum Beispiel ein Traum von mir. Genau, und aber auch, man sieht halt immer überall Marmor und stellt sich nie die Frage irgendwie, wo kommt's her, ne? Wie passiert das? Also hier sind ja hier ist überall Marmor und ich finde es einfach irgendwie faszinierend, hier gerade zu sein, ja. So wie hoch das ist. Das ist ja schon. This is the biggest. One level, two level, third level. Okay. Plus right side and left side. Calls Carbonera. Not Carbonara, Carbonera. Carbonara ist auch gut. Franzi und Carsten können zusehen, wie die 10 bis 15 Meter großen Blöcke abgebaut und geschnitten werden. Very important is the size, no quality. If we have a block from up there that is white like milk, but there are many cracks, this waste. The size is very important. Die beiden verstehen, je größer, desto wertvoller. Von hier wird der Marmor vor allem nach Amerika und China verkauft. Ich glaube, wenn wir nicht hier gewesen wären, dann hätten wir, glaube ich, so niemals erfahren, wo Marmor herkommt. Und nach dem heutigen Tag weiß ich, dass ich irgendwann eine Marmorküche haben möchte. Ich hoffe, du bist einverstanden. Ja, okay. Auf jeden Fall. So langsam nähern sich die beiden ihrem Traumziel, Cinque Terre und Pisa. Aber erstmal geht es zum nächsten Campingplatz, in der Nähe von La Spezia. Wir müssen jetzt erstmal dahin kommen, Heile, weil die Örtchen hier sind sehr, sehr klein für den Transporter. Also auch die Hinfahrt hier wird sehr aufregend. Wir hoffen, dass wir heile hier runterkommen. Nur noch 15 Kilometer, aber die Straßen sind eng. Mit dem Camper brauchen sie dafür fast 40 Minuten. Der Campingplatz liegt in einem sehr großen Ferienpark mit Bungalows, Mobilheimen und 450 Stellplätzen für Camper. Direkt an einer Marina am Fluss Magra. Buonasera. We have reserved. Ist die Schranke, hier fahren wir rum und dann können wir uns hier einen Platz aussuchen, hat sie gesagt. Okay. Thanks, bye. Die beiden haben reserviert und sind inzwischen geübt beim Einparken. Alles gut. Der Platz hat im Internet gute Bewertungen. Können die beiden das bestätigen? Gucken wir uns mal die Toiletten an. Mal schauen, wie die ausschauen. Wir haben auf jeden Fall frisch geputzt gerade. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr sauber aus. Und im Gegensatz zu den anderen Campingplätzen, glaube ich, mehr als eine Dusche. Wir haben genug Duschen auf jeden Fall. Aber hier ist so ein ganz klassischer Skispringer. Nee, das kann ich nicht. Das ist eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Schöne Wiese. Guck dir die Yachten mal an, die da hinten sind. Ja, im Grundsatz ein schöner Familiencampingplatz. Der Stellplatz kostet 23 € mit Strom in der Vorsaison und 47 € in der Hauptsaison. Andere deutsche Camper sind auch da. Ute und Guido kommen aus Bad Münstereifel. Und ihr seid mit dem Camper unterwegs, mit dem Genau. selbstgebauten? Wir haben uns den Camper selbst Darf ich mal ausgesucht. gucken? Ja klar, natürlich. Oh, ein cooles Teil mit Dusche, mit anderen. Genau. Mit Dusche, da kommt auch noch eine Toilette rein. Franzi und Carsten wollen ihren Van weiter ausbauen, um auch mal außerhalb von Campingplätzen übernachten zu können. Ute und Guido campen schon seit vielen Jahren. Wir freuen uns noch auf dieses weitere
auf den weiteren Ausbau, weil wir halt jetzt so merken, oh, wir haben noch nicht mal eine Schublade irgendwie. Du lernst immer noch dazu. Jedes Jahr lernst du dazu. Es passieren immer wieder Dinge tagtäglich, wo du irgendwas falsch machst oder so, wo du denkst, oh, hättest du es wieder anders machen müssen. Das mit dem Lernen, das hört nie auf. Wir wollten eigentlich den 70-Liter-Kühlschrank einbauen, aber der kam uns zugeflogen. Ja. So in etwa, den haben wir einfach Ja, auf eBay Kleinanzeigen gefunden, sogar, weil die Dinger ja schweineteuer Die kosten ein Vermögen, also wirklich, das ist unfassbar. Und was, da haben wir gesagt, ja gut. Aber das ist ja echt cool, echt eine coole Sache. Habe ich noch nie gesehen, dass du einen Kühlschrank von 2 Seiten aufmachen kannst. Solche Kühlschränke gab es 1995 noch nicht, als das Paar mit seinen Kindern im geliehenen Camper unterwegs war. Vor 5 Jahren kommen sie völlig unerwartet zu einem eigenen Wohnwagen. Wo wir in Italien bei Venedig auf dem Campingplatz waren, wurde ein Campingwagen aus Deutschland, war ein Deutscher, der wollte seinen Campingwagen abgeben und hat uns den da unten verkauft. Und dann haben wir den von da unten mit nach Hause genommen. Und seitdem fahren wir mehrmals im Jahr, also ist eigentlich unser Urlaub, Camping. So. Wobei man auch sagen muss, wir fahren doch schon mal Hotel mal eine Woche, können wir uns auch schon mal. Aber mit Kindern war das einfach ideal, man konnte auch wirklich, ja, auch ruhig, kann man ruhig sagen, 2-3 Mal im Jahr wegfahren. Morgen fahren Ute und Guido nach Hause und Franzi und Carsten brechen auf zu einem echten Highlight ihrer Campingroute. Es ist gemütlich im Van von Franzi und Carsten. Das Ziel des nächsten Tages steht fest. Die 5 Dörfer an der schroffen Riviera-Küste Cinque Terre. Na, guck mal, da ist Cinque Terre mit den Namen. Wir sind hier unten. Wo? Hier unten runter. Und müssen dann mit der Bahn über La Spezia und dann mit der Bahn hier runter. Ich glaube, da ist die Bahnroute eingezeichnet. Mit dem Zug sind es nur 20 Minuten von La Spezia. Ja, 13:15 und 13:57 Also sollten wir uns beeilen, sonst ist er weg. Franzi und Carsten lieben Wandern und haben heute eine besonders schöne Route vor sich. 120 Wanderwege führen durch den Nationalpark Cinque Terre, aber nur 2 entlang der Küste. Der eine Weg beginnt genau hier, im Monte Rosso, dem größten der 5 Dörfer. Sorry. Sorry, could you take a picture of us? Thank you so much. Perfect, I know it. We are covered up. Yes, perfectly. Thank you. Der 3,3 Kilometer lange Wanderweg führt von Monte Rosso nach Vernazza und ist gebührenpflichtig. 7,50 € pro Person. Ab nach Vernazza. Die beiden erwarten herrliche Ausblicke auf das Meer und die beeindruckende Steilküste. Mit vielen Steigungen und Abstiegen. Gleich am Anfang müssen Franzi und Carsten auf dem alten Pfad 500 Stufen rauf. Es war ziemlich steil, aber schön. Die Aussicht war wundervoll und das Wetter ist toll. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit und so lange hochgeht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen gibt man ein bisschen Gas am Anfang, einfach mal kurz. Ja, aber das wird ja nicht besser. Aber es ist schön, muss man sagen. Der Ausblick entschuldigt vieles. Der schönste Ausblick kommt aber erst noch. Das ist wie bei Herr der Ringe. Wenn Gollum über so eine Brücke läuft. Voll süß. Nach 2 Stunden endlich. Der Blick auf das alte Fischerdorf. Ist das Vernazza? Das ist Vernazza. Sicher? Ganz sicher. 2 Kurven noch, dann sehen wir es komplett. Ein beschwerlicher Weg, der immer wieder sensationelle Fotospots liefert. Wow. Das Dorf gehört zu den schönsten in Italien. Davon sind jetzt auch Franzi und Carsten überzeugt. Ich finde die Farbkombination der Häuser eigentlich total toll. Aber auch diese kleinen, vielen Häuser und dann diese Berge im Hintergrund, das sieht irgendwie toll aus. Dazu muss man sagen, wir haben halt mega Glück. Ne? Also jetzt gerade auch, wenn die Sonne gerade so rauskommt wie in der Sekunde, traumhaft. Die ganze Zeit an der Küste zu sein, die ganze Zeit das Meer und die Sonne vor sich zu haben und dann dieser Blick
Es war eine anstrengende Wanderung, wo man auch noch mal das Gefühl hatte, dass man was geschafft hat am Ende der Wanderung. Und ich fand's, das war schon so mein Highlight. Es ist schon der letzte Tag ihrer Reise. Es geht zum großen Ziel ihrer Van-Tour. In Pisa ist man auf Camper vorbereitet. Es gibt einen Stellplatz in der Nähe der Innenstadt. Andere Camper aus Neuss parken neben ihnen. Hallo. Hallo. Wir haben gerade gesehen, ihr seid gerade mit den Fahrrädern aus dieser Richtung gekommen. Ja. Wart ihr zufälligerweise in Pisa? Ja, aber nur zufällig. Zufällig. Wie weit ist das denn? So gute 3 Kilometer. Zu Fuß würde ich sagen, so gute halbe Stunde. Okay, ja, das geht auch. Super, dann Schön. würde ich sagen, laufen wir los, sonst ist es zu spät. Und Danke. eine gute Zeit. Genau. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Pisa hat viel mehr zu bieten als den weltberühmten schiefen Turm. Aber Franzi und Carsten müssen den Weg dorthin erst mal finden. Siehst du, was ich sehe? Ja. Einen ganz schön geraden Turm. So, wie kommen wir denn jetzt hinter die Mauer? Am besten drüber springen. 3000 Meter lang und 11 Meter hoch ist die mittelalterliche Stadtmauer mit 4 Toren. Ich finde, der Turm sieht irgendwie live schöner aus als auf den Bildern. Ja, das stimmt. Das sieht aber live auch schräger aus wie... Ja, das finde ich auch. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das Foto machen. Hier sind halt noch zu viele Menschen. Du sagst, was ich machen muss. Warte mal, du musst viel weiter nach hinten gehen. So, das ist gut. Hände hoch. Nach oben. Nicht nach vorne, nach oben. Weiter nach hinten. Nach hinten. Stopp. Zu weit. Ja, genau. Geh weiter weg. Oder nee, komm mal ran. Hände hoch. Nach hinten. Weiter so hoch, hoch. Ja, genau, so ist gut. Nimm mal die rechte Hand nach hinten. Ja, genau, so ist gut. Jetzt brauche ich nur den ganzen Turm. Scheiße. Sieht das überhaupt gut aus? Ja, total toll. Au. Das perfekte Foto von Pisa wollen jedes Jahr Millionen von Besuchern schießen. Die beiden Camper auch. Wohin? Ja, so ist gut, so super. Okay. Dann kommen wir mal in den Turm rein. 900 Jahre alt, 56 Meter hoch. 14 Millionen Kilo weißer Marmor aus Carrara wurden hier verbaut. Eigentlich sollte der Turm doppelt so hoch werden, aber schon beim Bau neigte sich der Glockenturm zur Seite. Der Untergrund ist sandig und gibt keinen Halt. Schau mal reingucken. Ja, verrückt, ne? Also wirklich verrückt. Da hochzulaufen ist ein echt seltsames Gefühl. Es ist an sich schon ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist. Genau. Also schon. Die erste Reise in ihrem selbst umgebauten Van geht nach 8 Tagen hier in Pisa zu Ende. Es war halt sehr spannend, sehr vielseitig. Also wir haben in so kurzer Zeit so unterschiedliche Sachen erlebt. Wir waren irgendwie einmal auf 2100 Meter Höhe. Dann sind wir in irgendwelche Städte gelaufen. Dann haben wir so viele neue Campingplätze entdeckt. One level, 2 level, 3rd level. Auf so viele neue Menschen getroffen. Man hat so viele Eindrücke, die man erstmal irgendwie verarbeiten muss, finde ich. Also ich kann das gerade noch nicht glauben, dass ich heute irgendwie auf dem schiefen Turm von Pisa war. Italien kann man immer wieder machen. Ja, das Schöne ist halt, dass man diese ganzen Eindrücke zusammen halt sammelt. Das ist halt das Schöne. Ne? Dass man halt immer irgendwie gemeinsam an den Orten war und so viel zusammen halt erlebt hat. Das ist halt das Schöne. Ne? Wundervoll.